ein Gebäude rein, um Aussicht zu genießen, aber haben schon 3 Recruiting Services hinter uns, haben vielleicht einen guten Tipp für mich bekommen und jetzt kümmern wir uns noch um die Chiara. Welchem Stockwerk sind wir? 36. Das sieht man. Glücklicherweise hat Timo vorletzte Woche auch einen Job gefunden. Er arbeitet jetzt auf einer Baustelle mitten in der Stadt für die nächsten 2-3 Wochen und wird gleichzeitig halt an einem Training teilnehmen, das ihn darauf vorbereitet, in einer Mine zu arbeiten. Die Mine sieht so aus, das ist ein großer Tunnel, der ist betoniert und er wird dann da als Wasserabdichter arbeiten und gucken, dass durch die Wände kein Wasser gelangt. Und da wird er auch echt viele Stunden die Woche arbeiten müssen. Also die haben gesagt, dass das so 65 Stunden die Woche sind. Das sind so Pi mal Daumen 11 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Und das wird bald losgehen. Das ist Bauarbeiter Timo. Der den 3. Security-Check gepasst hat. Was musstest du machen? Wieder dumme Fragen beantworten. Das ist so ein Hochspannungszeichen und dann fragen die dich, ist das eine giftige Schlange oder High Voltage? Das ist Hochspannung. Und in orange-blau und mit Reflektoren, damit man dich bloß nicht übersieht. Im Tunnel ist dunkel. So ist es. Und jetzt lasse ich mir meine zweite Wurzelbehandlung hier machen, die wieder $500 kostet. Geil, bleibt dran für weitere freudige Erlebnisse in Shrimps on Tour. Ja, und ich habe mich zwischendurch auf alles Mögliche beworben. Ich bin ja eigentlich ausgebildete Veranstaltungskauffrau und also Eventmanaging, so nennt man das hier. Und habe nach meiner Ausbildung noch einen Wirtschaftsfachwirt gemacht, womit du halt am Ende dann auch ein Bachelor Professional of Business hast und habe zuletzt als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet. Ja, und es ist gar nicht so leicht, hier einen Bürojob zu finden. Also habe ich auch angefangen, mich hier die Straße runter in Cafés zu bewerben als Kellnerin. Und Geld ist halt Geld, davon können wir die Miete bezahlen, dafür können wir hier das Essen bezahlen und es hilft auf jeden Fall erstmal weiter. Und ich bin ja nicht hier, um meinen Traumjob zu finden, sondern wir sind hier, um Geld zu verdienen. Hier wird ganz viel auch mit Seek gearbeitet und das ist echt richtig frustrierend, weil bei Seek, das ist halt ein Online-Portal. Hier sind keine Ahnung wie viele Menschen, die alle ihr Glück in Oakland versuchen, hier gerade auf dem Working Holiday Visum oder auf irgendeinem anderen Visum aus aller Welt herreisen. Und dann bewirbt sich halt auf eine Position 100 oder 150 Leute. Ich habe mich als Eventmanager beworben, ich habe mich als Assistenz der Geschäftsführung beworben, ich habe mich als Rezeptionistin beworben, ich habe mich in verschiedenen Hotels beworben, ich habe mich in Cafés beworben. Ich bin hier durch die Gegend gegangen, habe da meine Bewerbung abgegeben, davon hat sich einer gemeldet. Ich war auch noch mal in der Stadt selber, habe auch meine Bewerbung bei Autovermittlungen abgegeben. So, und bisher habe ich nur Absagen bekommen und es ist unfassbar frustrierend. Es ist hart, positiv zu bleiben und weiterzumachen, auch wenn Timos Gehalt uns jetzt gut über die Runden bringen wird. Davon können wir easy die Miete hier bezahlen und auch das Essen und können trotzdem noch was zur Seite legen, also alles, was wir wollten. Wir haben auch gesagt, ich muss mir erstmal keinen Stress machen, hier einen Job zu finden und trotzdem, es nagt halt an meinem Stolz und es zieht mich echt richtig runter, muss ich wirklich sagen. Ich werde jetzt trotzdem weiter mich hier auf Seek bewerben. Dann muss ich nachher noch einkaufen gehen, dann werde ich nochmal neue Bewerbungen ausdrucken, denn wir sind der Meinung, dass es besser ist, die Bewerbung in Person abzugeben, weil dann sehen die einen direkt, die wissen, okay, dein Englisch ist gut, du trittst seriös auf und ich glaube, dann sind die Chancen höher, als wenn ich mich nur online bewerbe. Und hoffentlich
meldet sich dann früher oder später jemand. So, die Wäsche ist aufgehangen und ich bin bereit. Ich gehe jetzt zu einem Laden, wo ich meine Bewerbung noch mal ausdrucken lasse. Und dann werde ich von Laden zu Laden gehen und die dort abgeben. Drückt mir die Daumen. Ich bin richtig aufgeregt. Ich mag sowas gar nicht. Mich irgendwo vorzustellen und Kaltakquise zu betreiben. Dafür bin ich eigentlich irgendwie nicht der Typ. Aber ich glaube, meine Chancen sind höher, wenn ich dahin gehe und die mich in Person sehen. Deswegen werde ich jetzt wohl in den sauren Apfel beißen müssen und das Ganze durchziehen. So, ich bin jetzt hier an der Hauptstraße und hier um die Ecke sind schon die ersten Läden, da werde ich jetzt mal reinlaufen. Ich hasse es einfach. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Ich habe jetzt schon Schweißausbrüche. Ich mag es einfach gar nicht. Naja, und hier sind ein paar Läden. Da vorne ist ein Café. Da gehe ich jetzt mal als erstes rein. Also das lief schon mal ganz gut. Sie hat meine Bewerbung angenommen, gibt das an ihren Boss weiter. Sie haben nämlich noch ein paar andere Läden und die suchen auf jeden Fall für die Weihnachtszeit jemanden. Es war einfach ein ganz normales Café. Vielleicht lerne ich ja sogar richtigen Kaffee zu machen. Mal schauen. Okay, den ersten Laden haben wir schon mal. Und da drüben ist ein Mövenpick. Vielleicht laufe ich da auch mal rein. Ich bin gerade einkaufen und habe gerade einen Anruf bekommen von einer Jobagentur. Und die wollen meine Bewerbung weiterschicken zu einem temporären Bürojob und suchen jemanden, der so schnell wie möglich anfangen kann. Hoffentlich planen die mich morgen schon ein Gespräch ein und vielleicht habe ich schon Ende der Woche doch noch einen Job. Wer weiß. Ich werde weiter bewerben. Ich habe mir ein Hotel rausgesucht, wo ich jetzt persönlich hingehe. Und werde wahrscheinlich auch noch zu den Hotels drumherum mal gehen. Mal schauen, was es da so gibt. Ich bin jetzt gleich da. Alles wird gut. Ich schaffe das. Ich war eben in dem Papier vorne an der Ecke und habe da auch mal spontan meine Bewerbung vorbeigebracht, weil ich gesehen habe, dass sie auch Veranstaltungen haben. Und jetzt bin ich spontan am Donnerstag da zum Probearbeiten. Hoffentlich wird das was. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin eben noch schnell in ein Hostel reingelaufen und habe auch da meine Bewerbung abgegeben. Und ja, das war es eigentlich schon für mich. Heute ist Dienstag, übermorgen habe ich schon den Probetag. Und dann hoffentlich war es das erstmal mit Jobsuchen. Mal schauen. Ich werde jetzt gleich schon Essen schnibbeln, weil Timo nämlich gleich von der Arbeit kommt oder also in 1,5 Stunden. Und er hat dann bestimmt Hunger. Zeig mir mal, wie trägst du deinen Helm auf der Arbeit? Als erstes kommt die zerschnittene lange Unterhose auf den Kopf. Und dann kommt der Helm drauf. Ich wüsste nicht, wo das Problem ist. Safety first. Ich war gerade Probearbeiten und gute Nachrichten, ich habe den Job bekommen. Oh, zum Glück. Morgen fange ich an. Ich weiß noch nicht, ob ich im Mittagsschicht oder Abendschicht arbeiten muss, aber es geht voran. Also wenn ich so 3, 4 Schichten in der Woche habe, dann können wir damit auf jeden Fall unsere Miete hier bezahlen und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.
Endlich, es hat jetzt einfach 5 Wochen gedauert, um hier einen Job zu finden, aber ja, es hat geklappt. Eine Woche ist es jetzt her, da habe ich euch mit auf Jobsuche genommen und jetzt eine Woche später habe ich 2 Jobs. Abends bin ich meistens im Empire und morgens bin ich, kann man das sehen, arbeite ich in einem Hostel, Arctic Backpackers. Putze da, mache Housekeeping und bin aber auch an der Rezeption. Heute ist der erste Tag, wo ich 2 Schichten arbeite. Also heute Morgen war ich im Backpacker Hostel und jetzt gehe ich gleich zum Empire Tavern, um da zu kellnern. Und nachdem ich im Hostel fertig war, bin ich nach Hause gefahren, habe was gegessen, habe kurz ein Nickerchen gemacht und jetzt mache ich mich schnell fertig und fahre zum Pub rüber. Und dann bis abends, ich glaube 9:30, zu kellnern. So schnell kann es gehen. Ich bin ziemlich müde, aber ich denke, das ist alles Gewöhnungssache.